Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal IT Service Wagner. Und im heutigen Video geht es um, wie installiere ich Windows 11, wie richte ich es ein und was sind denn eigentlich die ersten Schritte. Und dieses Video richtet sich genau an die Leute, die vielleicht frisch einen PC gebaut haben oder vielleicht einfach nur einen Wechsel des Betriebssystems anstreben oder auch einfach nur eine Neuinstallation, um etwaige Windows-Fehler zu beheben. Auf jeden Fall würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen und macht doch gerne die Glocke weg, damit ihr auch nichts mehr von mir verpassen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Das erste Wichtige, was wir auf jeden Fall benötigen, ist ein USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher. Die meisten im Handel sind mittlerweile mit 16 GB und daher vollkommen ausreichend. Und wir benötigen jetzt auf jeden Fall die Windows ISO-Datei und die bekommen wir auf jeden Fall bei Mod. Also wenn wir jetzt mal auf die Microsoft Homepage gehen, dort finden wir jetzt zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten, um Windows 11 herunterzuladen. Einmal einen Installationsassistent, wenn man direkt auf dem Gerät installieren möchte. Ein Erstellen eines Installationsmedium, also mit dem Windows Media Creation Tool. Das ist jetzt zum Beispiel der Punkt, den man angehen würde, wenn man ein Gerät hat, was vollkommen neu ist und vollkommen ausreichend für Windows 11. Und wie die meisten ja wahrscheinlich bereits wissen, hat Windows 11 eine gewisse Anforderung an die Hardware. Das bedeutet, man benötigt mindestens eine TPM-Version von 2.0. Man benötigt Secure Boot-Funktionen in der CPU und es gibt jetzt nach wie vor noch Geräte, die trotzdem nicht kompatibel sind mit Windows 11. Und das werde ich heute mal durchspielen. Also wir werden jetzt die Variante wählen über Rufus oder Balena Etcher. Das sind beides zwei Tools, um einen USB-Stick bootfähig zu machen. Deshalb gehe ich jetzt hier, statt das Media Creation Tool zu nutzen, wähle ich mir eine Windows 11 Multi-Edition ISO aus und lade mir die jetzt erst einmal herunter, indem ich hier auch noch die Produktsprache auf jeden Fall auswähle. Und wenn ich das Ganze jetzt gemacht habe, bietet er mir hier noch an, die 64-Bit-Version herunterzuladen. Das ist mittlerweile auch Standard. Das ist die Betriebssystemarchitektur und schon wird auch schon Windows 11 heruntergeladen. Während Windows 11 jetzt herunterlädt, können wir uns einmal nach Rufus erkundigen. Rufus ist mittlerweile eins der besten Tools, um USB-Laufwerke bootfähig zu machen. Das bekommt ihr bei Rufus IE. Und dort laden wir uns auf jeden Fall die letzte Version herunter, die es gibt. Das ist jetzt in meinem Fall 4.3. Das Ganze gibt es auch noch als Windows Portable Edition, aber wir entscheiden uns für das feste Programm. Das laden wir jetzt mal kurz herunter und dann können wir es auch direkt ausführen. Und so sieht jetzt Rufus auf jeden Fall aus. Das ist die Oberfläche von Rufus. Was wir jetzt auf jeden Fall benötigen, ist einmal unseren USB-Stick, denn den müssen wir jetzt einmal in unseren Rechner einstöpseln. Dieser wird uns dann direkt auch in Rufus angezeigt, einmal mit dem Laufwerknamen. Ich habe den jetzt die ganze Zeit als Ventoy benutzt. Was Ventoy ist, erkläre ich euch gerne in einem anderen Video. Und hier können wir einmal die Startart auswählen. Das ist in den meisten Fällen ein Laufwerk oder ein ISO-Image, was wir ja auch benötigen, sobald Windows 11 heruntergeladen ist. Nachdem Windows 11 jetzt heruntergeladen wurde, haben wir vorab schon mal alles eingestellt. Jetzt klicken wir hier auf Auswahl und dann suchen wir einmal den Pfad, wo wir das Windows 11 heruntergeladen haben. Das ist in dem Fall hier. Jetzt können wir uns natürlich noch entscheiden, ob wir eine Standard-Windows-Installation haben wollen oder ein Windows to Go. Bei Windows to Go ist es immer so eine Sache, wenn man es auf einen USB-Stick macht, dann kann das gefühlt 8 Stunden dauern, bis man überhaupt mal in eine Einrichtung kommt. Wichtig ist hier auf jeden Fall das Partitionsschema und das nehmen wir einmal mit GBT, ist für neuere Geräte, also alle die ein UEFI-System haben. Und wenn wir jetzt ein MBR-System auswählen würden, dann könnte man hier das meistens über ein BIOS-Boot bzw. über UEFI CSM machen. Wir nehmen in diesem Fall jetzt GPT, weil das die meisten aktuellen Mainboards übernimmt. In den Formatierungseinstellungen können wir auf jeden Fall auch die Laufwerkbezeichnung machen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall mal mit Windows 11, so, damit es auch ein bisschen einheitlich ist. Und hier haben wir jetzt einmal die Option, das Dateisystem zu wählen. Das ist in dem Fall nur NTFS und die Größe der Zuordnungseinheit lassen wir auf Standard 4096 Byte. Hier haben wir noch weitere Formatierungsoptionen, die wir einblenden können. Zum Beispiel, dass es nur eine Schnellformatierung gemacht wird. Wenn wir jetzt auf Start klicken, werden wir von Rufus gefragt, was wir noch an der Windows-Installation anpassen möchten. In unserem Fall wähle ich jetzt hier einmal alles ab, weil ich möchte euch noch gewisse Dinge zeigen. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, weil ich nämlich einen, sagen wir mal, etwas älteren Laptop hier habe,
brauchen wir auf jeden Fall diesen Bypass für Windows 11. Also das dreht sich um die Geräte, die eigentlich gar nicht kompatibel sind mit Windows 11, weil eben halt vielleicht die TPM 2.0 Version fehlt oder einfach nur, weil die RAM-Größe oder die CPU nicht ausreicht. Das machen wir mit dem Haken bei Anforderungen für 4 GB plus RAM, Secure Boot und TPM 2.0 weg. Das lassen wir angewählt und wenn wir jetzt das Ganze mit OK bestätigen, wird der USB-Stick erst einmal gewiped, formatiert und es werden die ISO-Dateien darauf geschrieben. Und wenn dieser Vorgang jetzt abgeschlossen ist, der circa je nach Schnelligkeit des USB-Sticks so bis zu 10 Minuten dauern kann, werden wir uns auf jeden Fall mal das Ganze anhand von meinem Laptop anschauen. Wenn wir unseren fertiggestellten USB-Stick jetzt in unseren Laptop machen und wir diesen jetzt anschalten, dann müssen wir einmal hier die F2 oder Entfernen-Taste spammen, das ist je nach BIOS unterschiedlich, um einfach in das BIOS zu kommen. Und hier ist es jetzt wichtig, dass wir in den Reiter Boot gehen und hier einmal unseren USB-Stick ganz nach oben setzen, damit der quasi an erster Stelle ist. Wenn ihr das Ganze jetzt abgeschlossen habt, dann geht ihr auf Exit und speichert einmal die Änderungen und schon wird der Laptop rebooten und wird jetzt eigentlich automatisch in die Windows-Installation laufen. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier im Setup-Bildschirm für Windows 11 angekommen. Hier ist standardmäßig natürlich die deutsche Sprache ausgewählt, weil wir es auch in Deutsch heruntergeladen haben. Jetzt machen wir erstmal auf Weiter und klicken auf Jetzt installieren. Dann kommt hier nochmal ein kurzer Blackscreen, wo dann noch mal darauf hingewiesen wird, dass das Setup nun gestartet wird. Hier haben wir die klassische Lizenzvereinbarung, die wir natürlich auch akzeptieren müssen, um überhaupt eine Installation machen zu können. Hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten auszuwählen. Einmal ein Upgrade, wenn jetzt zum Beispiel bereits ein Windows-Betriebssystem drauf ist und ihr ein Windows neu installieren wollt und Dateien, Einstellungen, Anwendungen behalten wollt. Mehr dazu findet ihr zum Beispiel auch in meinem letzten Video über Windows installieren ohne Datenverlust. Wir wählen jetzt aber die benutzerdefinierte Windows-Installation aus. Das ist jetzt nur für fortgeschrittene Benutzer. Das hat den Hintergrund, weil man hier halt Partitionen anlegen, löschen und auch formatieren kann. So sieht es übrigens aus, wenn ihr ein bereits installiertes Windows auf eurer Festplatte habt. Wir haben hier jetzt aktuell 3 Partitionen. Einmal die Systempartition. Das ist die EFI-Partition, die erst ermöglicht, damit euer Betriebssystem booten kann. Hier haben wir noch eine MSR-Partition, die ist reserviert für Windows. Und hier haben wir die primäre Partition, wo Windows standardmäßig installiert wurde. Was wir jetzt auf jeden Fall machen ist, wir wählen jetzt jede einzelne Partition aus und klicken hier unten auf Löschen. Das wiederholen wir jetzt auch mit den anderen 2 Partitionen, damit wir zum Schluss ein nicht zugewiesener Speicherplatz auf dem Laufwerk haben. Und hier haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir klicken direkt auf Weiter, dann werden die Partitionen, die Windows benötigt, automatisch erstellt. Die Festplatte wird auch automatisch auf GPT oder MBR konvertiert. Es kommt immer darauf an, welches Windows ihr gerade installiert. In diesem Fall ist es ein GPT-Laufwerk. Und wenn wir jetzt aber hier mal auf Neue Partition klicken, können wir hier jetzt auch schon mal zum Beispiel die Größe definieren von unserer Partition. Das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Klicken auf Übernehmen. Hier kommt jetzt nochmal ein Hinweis, damit Windows sicherstellen kann, dass alle Windows-Features richtig verwendet werden eventuell zusätzliche Partitionen für Systemdateien erstellt. Und genau das ist das, was ich angesprochen habe. Hier werden jetzt 3 Partitionen erstellt, wie vorher auch. Die benötigt nämlich Windows, um überhaupt funktionieren zu können. Jetzt klicken wir nur noch auf Weiter und schon werden die Windows-Dateien von eurem USB-Stick auf die Festplatte kopiert und wird auch anschließend installiert. Die Installation ist jetzt abgeschlossen und jetzt wird Windows auch direkt neu gestartet. Das könnt ihr hier auch beschleunigen, indem wir auf Jetzt neu starten klicken. Nur hier ist es jetzt für die meisten eventuell wichtig, dass ihr, bevor ihr überhaupt was macht, nochmal in euer BIOS bootet. Dort stellt ihr auf jeden Fall sicher, dass euer USB-Stick nicht mehr auf Platz 1 der Bootpriorität ist. Sonst würde nämlich passieren, dass euer PC oder Laptop jetzt direkt wieder in die Installation reinbootet. Aber wie ihr hier auch sehen könnt, hat das die Installation automatisch abgeändert und den USB-Stick auf die zweite Bootpriorität gesetzt. Hier müsst ihr jetzt auf jeden Fall sicherstellen, dass euer USB-Stick mit der Windows-Installation nicht mehr auf der ersten Bootpriorität steht. Das macht er im Regelfall normalerweise automatisch, aber es gibt trotzdem Fälle, wo das nicht passiert und der Laptop oder PC würde dementsprechend auch direkt wieder in die Installationsumgebung booten.
Wenn ihr das jetzt nun gecheckt habt und in der ersten Stelle der Bootpriorität den Windows Boot Manager stehen habt, dann könnt ihr ganz normal euer BIOS wieder verlassen und dann könnt ihr auch zum Beispiel euren USB-Stick wieder abziehen, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt wird natürlich zum ersten Mal euer Windows 11 geladen und das hat jetzt den folgenden Hintergrund. Es werden erstmal die Dienste gestartet, es werden die Geräte betriebsbereit gemacht. Das bedeutet, dass die Treiberdaten, die bereits auf der Windows ISO vorhanden waren, werden abgeglichen mit der Hardware-ID eurer Hardware, die ihr verbaut habt. Und es werden die wichtigsten Treiber importiert, damit ihr überhaupt einen lauffähigen Laptop oder PC bekommt. Das Ganze wird jetzt auch nochmal vorbereitet und wir müssten jetzt auch gleich in die Out-of-Box-Experience booten, denn das ist nämlich die Einrichtung eures Windows 11 Betriebssystems. So, und hier, wie bereits angesprochen, starten wir nun in die Out-of-Box-Experience, also quasi die Einrichtung von eurem Betriebssystem selbst, die jeder natürlich auch selbstständig ausführen soll und auch darf. Und hier haben wir jetzt auch direkt die Möglichkeit, unsere Region oder Land zu ändern. Das lassen wir jetzt auf Deutschland, weil ich mich jetzt auch gerade hier in Deutschland befinde. Dann haben wir hier noch ein Tastaturlayout, das wir bestätigen müssen. Jetzt kommt noch, ob man ein zweites Tastaturlayout hinzufügen möchte. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auf Layout hinzufügen gehen und jetzt zum Beispiel nach dem Englischen suchen, wie jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten, falls man das eventuell irgendwie benötigt. Ich brauche es jetzt aber nicht, deshalb gehe ich zurück und mache jetzt mal überspringen. Hier sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, was schon seit Anbeginn von Windows 11 die meisten stört, nämlich, dass man hier eine Internetverbindung benötigt, um überhaupt mit der Einrichtung fortfahren zu können. Jetzt haben wir natürlich noch zwei Möglichkeiten, das zu machen. Die erste Möglichkeit ist, wir verbinden uns mit dem Internet und ich zeige euch danach, wie es weitergeht. Oder man hat auch immer noch die Möglichkeit, dass man mit der gedrückten Umschalttaste plus F10 die Kommandozeile öffnen kann. Und dort könnte man jetzt zum Beispiel den Befehl OOBE, ein Backslash mit der Alt-GR-Taste und mit dem scharfen S oben. Und dann gibt man einfach ein Bypass NRO ein. Wenn ich das jetzt ausführen würde, würde unser Laptop bzw. PC neu starten und wir werden dann hier unten eine Möglichkeit haben mit Ich habe kein Internet. Das bewirkt dieser Bypass NRO Batch Script, also das ist quasi ein integrierter Batch Script von Microsoft selbst, der quasi einen Registry-Eintrag setzt, der uns ermöglicht zu sagen, ich habe kein Internet und ich kann die Einrichtung ohne Internet, ohne Probleme fortfahren. Wer das natürlich machen möchte, kann das gern machen. Ich zeige euch aber auf jeden Fall noch die normale Methode, indem ich sage, ich verbinde mich mit meinem Internet. Ich habe mich jetzt mit meinem Internet verbunden und jetzt klicken wir erstmal auf Weiter. Jetzt werden natürlich noch auf Aktualisierungen über das Internet geprüft. Das kann jetzt unter Umständen, ja, sagen wir mal eine halbe Minute bis Minute dauern. Es kommt immer darauf an, was die jetzt im Hintergrund noch alles laden müssen, damit die Einrichtung fortgeführt werden kann. In meinem Fall hat er jetzt Aktualisierungen gefunden und wird euren Rechner bzw. Laptop jetzt erst noch einmal neu starten und danach landen wir ganz normal wieder an dem Punkt, wo wir unser Konto erstellen können. Hier sind wir jetzt in dem Bildschirm, wo wir unser Gerät benennen können. Ich nenne jetzt mein Gerät einfach mal Home PC, damit ich das jetzt später auch nicht machen muss. Jetzt klicke ich hier auf Weiter. Jetzt wird das Ganze auch nochmal übernommen. Das dauert jetzt auch nochmal ein klein wenig. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, was mich an Windows allgemein bzw. an Microsoft stört. Nämlich, dass man jetzt quasi hier hingehen müsste und sich mit seinem Microsoft-Konto anmelden. So, jetzt gibt es aber auch Leute, wie jetzt zum Beispiel mich, die jetzt am Anfang noch gar kein Microsoft-Konto haben wollen, weil sie eventuell den Microsoft Store gar nicht nutzen wollen oder irgendwelche Microsoft-Apps. Hier gibt es jetzt einen kleinen Trick, nämlich, dass man jetzt zum Beispiel ein a@a.com eingibt und dann irgendein Passwort, was nicht stimmt. Und schon hat Microsoft festgestellt, hey, es ist ein Problem aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal. Und wenn wir jetzt auf Weiter gehen, dann haben wir die Möglichkeit, ein lokales Konto zu erstellen. So würde das jetzt natürlich auch aussehen, hätte man vorher diesen OOBE Bypass NRO Skript ausgeführt.
dann wäre man direkt hier in dem Bildschirm gelandet und man könnte jetzt hier seinen Namen auswählen und eventuell ein Kennwort, wenn man eins möchte, oder man lässt es einfach frei und drückt auf Weiter und schon können wir mit der Einrichtung fortfahren. An diesem Punkt bekommen wir jetzt Fragen gestellt über Datenschutz und Co. Das mache ich prinzipiell immer mit, sagen wir mal, ich möchte nicht, dass Microsoft und Apps meinen Standort verwenden. Das mache ich mit Nein. Mein Gerät möchte ich auch nicht suchen, das bestätige ich auch mit Nein. Diagnosedaten mache ich meistens nur erforderlich. Wenn ihr später irgendwie plant, beim Entwicklerprogramm von Microsoft mitzumachen, dann würde es jetzt hier Sinn machen, direkt Optionale mit einzuschließen. Ich möchte jetzt aber als normaler Mensch nur die erforderlichen und ich möchte jetzt auch nicht die Freiheit und Eingabe verbessern und mit Hilfe von Diagnosedaten Erfahrungen erhalten. Das möchte ich tatsächlich auch nicht. Hier gibt es jetzt noch eine Meldung, Apps Werbe-ID verwenden lassen. Nein, das möchte ich auch nicht. Und jetzt werden natürlich nochmal auf Updates geprüft, als hätte er das vorher nicht schon gemacht. Aber das ist halt leider Gottes so bei Windows 11, dass immer mal wieder Updates, neu starten, ja, hier Benutzername erstellen, neu starten. Das ist halt einfach, ja, es gehört einfach zur Einrichtung dazu. Aber man kann das beispielsweise mit einer Auto-Unattend XML-Datei kann man das Ganze auch überspringen. Aber das erkläre ich euch gerne auch in einem anderen Video. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das haben möchtet. So, wir befinden uns jetzt kurz vor dem ersten Einloggen in Windows 11. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Das ist wirklich, dauert 1 bis 2 Minuten. Da wird im Hintergrund jetzt zumindest schon mal dein Desktop eingerichtet. Die Einstellungen werden getätigt, nochmal die Treiber geprüft. Und das nach wie vor kann das 1, 2 Minuten dauern, vielleicht auch 3 Minuten. Und danach zeige ich dir auch, wie es weitergeht, nämlich mit den ersten Schritten in Windows 11. Nun in Windows 11 endlich angekommen. Und jetzt geht es natürlich darum, was mache ich denn eigentlich jetzt als erstes? Und das ist tatsächlich auch jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich ist erst einmal wichtig, was ihr tun müsst, nämlich euer Windows aktivieren. Denn wenn ihr euer Windows nicht mit einem Lizenzschlüssel aktiviert, habt ihr die Vorteile nicht, wie zum Beispiel, ihr könnt nichts personalisieren, ihr werdet nach einer Zeit aufgefordert, euer Windows zu aktivieren, ihr bekommt hier unten ein Wasserzeichen und das muss alles tatsächlich nicht sein. Weshalb man jetzt erstmal hingeht, geht auf die Einstellungen und System und jetzt gehen wir hier auf die Aktivierung und jetzt steht hier, dass euer Windows aktiviert ist. Das ist in meinem Fall jetzt nur so, weil ich schon mal ein Windows aktiviert hatte. Dieser Lizenzschlüssel wird in der Hardware-ID eures PCs gespeichert und bedeutet, Windows scannt vorab schon mal die Hardware-ID aus und weiß, okay, dieses Gerät wurde definitiv schon mal aktiviert. Falls das bei euch nicht so sein sollte, könnt ihr hier zum Beispiel auch bei Einstellungen, System und Info einmal nach unten scrollen, nämlich zu der Windows-Spezifikation. Dort solltet ihr nämlich die Auswahlmöglichkeiten, ein Produktkey aktivieren zu können. Und das könnte ich jetzt beispielsweise auch hier, wenn ich auf Windows Edition aktualisieren gehe. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt von Windows 11 Home auf Windows 11 Pro ändern wollen, dann kann ich hier den Produktkey ändern, indem ich hier einfach eingebe und das Ganze mit weiter bestätige. Wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann kommen wir natürlich erst einmal zum Personalisieren eures Geräts. Ich mache dafür jetzt auch einmal den Fullscreen rein. Hier kann man jetzt natürlich auch das Hintergrundbild ändern, die Farbe ändern, ein Foto aussuchen oder allgemein irgendwie was Eigenes machen. Hier gibt es noch Kontrastdesigns, das ist jetzt eher irrelevant. Gehen wir zurück zu Personalisieren, zu den Farben. Könnt ihr jetzt eure Transparenzeffekte aktivieren oder deaktivieren. Eine Akzentfarbe setzen, das wäre dann in dem Fall einmal, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Rote nimmt, man sieht es, dann ist das Fensterdesign eher im rötlichen Bereich. Und hier der Modus von hell auf dunkel, das ist für mich persönlich die wichtigste Funktion von Windows, nämlich der Dark Mode. Da hat man jetzt noch die Möglichkeit, die Akzentfarben auf Start- und Taskleiste anzuzeigen. Das würde jetzt hier unten rot gefärbt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Grasgrün oder ein
ein Mint hell haben möchte, dann wird das alles eingefärbt. Das Ganze können wir jetzt auch noch auf Fenster und Co. aktivieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier mal den File Explorer öffne, dann habe ich hier so einen Akzent da drauf. Ob man es jetzt braucht oder nicht, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber naja, da kann man sich drüber streiten auf jeden Fall. Jetzt gibt es hier natürlich noch viel mehr Personalisierungsmöglichkeiten, aber da kann man sich relativ schnell einfinden, wenn man sich mal ein bisschen da umguckt. Ansonsten ist es jetzt aber nach wie vor erst einmal nur persönliche Devise. Natürlich gibt es hier noch ein paar Möglichkeiten unter Bluetooth und Geräte, die eventuell wichtig sein können. Beispielsweise, wenn ihr eine Maus habt, die jetzt zum Beispiel über Bluetooth funktioniert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Maus auf den Bluetooth-Modus stelle und lange drauf bleibe, dann fängt die normalerweise an zu blinken. Wenn ich jetzt hier bei Gerät hinzufügen draufklicke und einmal nach ein Bluetooth-Gerät suche, bringt er mir aber direkt die Meldung, hey, Sie müssen erst Bluetooth auf diesem Windows-Gerät aktivieren. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn ich jetzt hier mal auf meine Windows-Taste einen Rechtsklick mache und in den Gerätemanager gehe, dann sehe ich hier, da ist ja noch einiges an Geräten, die keinem Treiber zugeordnet sind. Und wie wir das beheben, ist ganz simpel. Wir gehen zurück in unsere Einstellungen und gehen hier unten links auf Windows Update. Windows Update ist für unsere Treiber wichtig, weil bei Windows ist es so, die haben nämlich einen Treiberkatalog, der beinhaltet die am meisten verbreiteten und auch stabilsten Treiber, die man für die Geräte bekommen kann. Das bedeutet, das heißt, sie müssen nicht zwingend die neuesten Treiber sein, aber es sind definitiv Treiberversionen, die aktuell sind und auch stabil laufen, weil Windows natürlich nur Garantie für Treiber geben will, die auch für das Gerät ausgelegt sind. Und wenn ich jetzt mal auf nach Update suchen klicke, dann sollte hier gleich eine kleine Liste kommen von Anwendungen bzw. Updates, die noch ausstehen. Hier zum Beispiel ein Security Intelligence Update für den Antivirus, ein kumulatives Update für das Net Framework, ein Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software, das ist das MRT quasi, also der Trojaner-Scan, den man ausführen kann. Hier gibt es noch die Windows-Version 22H2, auch ein kumulatives Update vom Oktober 2023. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel schon mal hier ein Intel Corporation System, ein Lenovo System und also das sind quasi alles jetzt optionale Treiber, die er erkannt hat, okay, die brauche ich jetzt, um diese Hardware-IDs, die meine Geräte im Gerätemanager eben gezeigt haben, hier beispielsweise nochmal hier zum Anschauen. Diese ganzen Geräte sind jetzt quasi hier vertreten. Und das ist was normalerweise automatisch passiert. Es gibt aber auch nach wie vor Fälle, wo man das dann manuell triggern muss bei Windows Update. In meinem Fall halt natürlich, weil das Gerät etwas älter ist. Und ja, aber nach wie vor ist Windows Update eins der wichtigsten Dinge, die ihr tun solltet, wenn ihr euer Windows installiert habt. Denn nur so könnt ihr nämlich sicher sein, dass ihr erstens auf der sicheren Seite seid, die neueste Version bezieht und auch alle Treiber aus dem Katalog überprüft wurden und importiert wurden. Hier oben haben wir jetzt noch die Möglichkeit, alle Installieren auszuwählen. Das macht er grundsätzlich automatisch. Er reiht sich jetzt aber immer nach den Dingen ein, die relevant sind. Und hier wird jetzt zum Beispiel das kumulative Update für Windows 11 heruntergeladen. Und das dauert jetzt natürlich etwas länger. Das kann man aber einfach links liegen lassen. Man bekommt spätestens dann hier unten eine Meldung, falls euer PC neu gestartet werden muss, um die Updates zu installieren. Prinzipiell war es das jetzt auch schon mit den ersten Schritten in Windows 11. Und ja, es gibt natürlich noch Dinge, die jetzt zum Beispiel die Treiber betreffen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier trotz Windows Updates immer noch Geräte gefunden werden, die er nicht erkannt hat,
Dazu mache ich gerne ein separates Video, wie man die Treiber manuell upgraden kann und wo man diese Treiber überhaupt beziehen kann. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch das Video geholfen hat, und macht auf jeden Fall die Glocke an, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpassen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich danke euch definitiv fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Tutorial über Windows wieder.